Leute, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Ich bin der Arne und ich habe heute was Interessantes für euch. Wir haben nämlich 5 aktuelle Enduro-Bikes für euch gegeneinander im Vergleichstest getestet. In dem Video geht es ums Pivot Firebird. Das Firebird wurde 2025 komplett neu vorgestellt, hat 170 mm Federweg vorne, 165 mm hinten und ist ziemlich vielfältig einstellbar. Wir haben hier wahlweise 29 Zoll Laufräder oder ein Mallet-Set. Man kann die Kettenstrebenlänge einstellen, man kann mit dem Flipchip die Progression einstellen, man kann die Tretlagerhöhe einstellen und es hat einen 1.5 Steuerer. Also hier könnt ihr irgendwie einen Reach-Adjust-Steuersatz einbauen oder einen Winkelsteuersatz, wie ihr es wollt. Ein ziemlich variables Bike einfach. Natürlich haben wir hier einen Carbonrahmen und wie man es von Pivot kennt, einen DW-Link-Hinterbau. Da gibt es also irgendwie keine Neuheiten. Was neu ist bei Pivot, das Firebird hat jetzt auch ein Staufach im Unterrohr. Also ihr habt eine Klappe, wo ihr irgendwie Werkzeuge oder irgend sowas reinpacken könnt. Das ist komplett neu. Was in dem Zuge auch neu ist, vorher liefen die Leitungen bei Pivot einfach so irgendwie durch den Rahmen und jetzt mit dem Staufach sind die dann im Rahmen geklemmt, was Klappern verhindern soll. Wir haben die 9.299 € teure Pro X0 Eagle Ausstattung vom Firebird getestet. Da kriegt man für dieses relativ viele Geld, allerdings auch viel Ausstattung, einen Fox Factory Fahrwerk mit dem neuen Fox Float X2 Dämpfer, den namensgebenden SRAM X0 Eagle Antrieb, SRAM Maven Silberbremsen, robuste Newman Beska Aluminium Laufräder. Also insgesamt ein richtig stimmiges Paket. Gewichtstechnisch liegt das Pivot Firebird damit mit so ein paar Standardisierungssachen, die wir gemacht haben, bei 16,5 Kilo. Bei der Geometrie geht Pivot keine irgendwie ausgefallenen Wege, sondern man ist hier relativ moderat unterwegs, aber ziemlich vielfältig einstellbar. Es gibt 5 Rahmengrößen von XS bis XL, also hier wird eine ziemlich große Reach-Spanne abgedeckt. Auch in L ist der Rahmen jetzt nicht super kompakt, sondern eher ein bisschen auf der geräumigeren Seite, aber jetzt auch nicht super geräumig. Was besonders cool ist, die Kettenstreben wachsen mit und sind außerdem noch in der Länge anpassbar. Durch Swinger-Ausfallenden nennen die das, dadurch kann man SRAM, UDH, Schaltauge und eine Kettenstrebenverstellung realisieren, was ziemlich cool ist, und dadurch ist man insgesamt variabel aufgestellt und wie gesagt, durch das 1.5 Steuerrohr kann man dann nochmal mehr Einfluss nehmen als ohnehin schon vom Rahmen. Da ist man ziemlich variabel und das passt in unseren Augen alles ziemlich gut. Getestet haben wir im Bikepark Geistkopf, da gibt es einen schnellen Lift, gibt super viele abwechslungsreiche Strecken, von ruppig bis flowig ist alles dabei. Außerdem wurde da ja auch kürzlich die Deutsche Meisterschaft im Enduro ausgetragen, also ein perfekter Ort, um Enduro-Bikes gegeneinander zu testen. Um faire und vor allem vergleichbare Testbedingungen zu bieten, haben wir alle Bikes mit denselben Reifen ausgestattet, also haben da eine Standardisierung vorgenommen. Und zwar haben wir da auf Schwalbe vertraut, haben an der Front jeweils einen Schwalbe Magic Mary Gravity Radial in Supersoft Gummimischung verbaut und am Heck einen Schwalbe Albert Gravity Radial in Soft Gummimischung. Außerdem wurden wir im Test von NC17 mit Subpin Flatpedalen unterstützt und von Unleashed mit N02 Schutzblechen. Kommen wir zum wichtigsten Teil, wie fährt sich das Pivot Firebird auf dem Trail. Obwohl wir im Bikepark getestet haben, sind wir natürlich auch bergauf gefahren. Man kann vom Start des Lifts noch ein bisschen hochtreten und das haben wir relativ oft gemacht, um so die Renntrails auch zu fahren, die da im Rennen gefahren werden. Und da konnte man schon einiges zur Uphill-Performance sagen und da ist das Firebird wirklich ziemlich gut, würde ich sagen. Der DW-Link-Hinterbau verhärtet unter Kettenzug ziemlich effektiv, da ist man ziemlich flott unterwegs. Den Lockout-Hebel haben wir eigentlich fast nicht angetastet. Die Sitzposition fällt auch ziemlich neutral und zentral aus. Gerade mit den langen Kettenstreben ist man schön mittig im Bike platziert, was auch auf technischeren Anstiegen ziemlich gut funktioniert. Da waren wir insgesamt ziemlich happy und dadurch fährt sich das Bike, auch wenn es jetzt in unserem Setup 16,5 Kilo gewogen hat, ziemlich leichtfüßig und schnell berghoch und war da definitiv eins der flotteren Bikes im Test. Auch bergab hat uns das Bike ziemlich überzeugt. Man steht schön zentral im Bike, es fühlt sich sehr ausgewogen an. Wir sind es die meiste Zeit mit einem langen Kettenstreben-Setting gefahren. Gregor und ich haben das linearere Progressionssetup vom Hinterbau bevorzugt. Mitch hingegen fand das progressivere ein bisschen besser. Da kann man super an die eigenen Vorlieben anpassen. Außerdem sind wir im tiefen Tretlager-Setting unterwegs gewesen und die ganze Zeit im 29er-Setup. Wie gesagt, es fährt sich sehr ausgewogen, es liegt relativ satt auf der Strecke. Der Hinterbau, der spricht erstmal schön feinfühlig an und gibt so ein komfortables Gefühl, ohne aber irgendwie dann
zu weich zu sein oder richtig wegzusacken oder irgend sowas, sondern man kann es wirklich super noch bewegen, man kann super damit abspringen. Es geht wirklich richtig überraschend gut oder nicht richtig überraschend gut beim DW-Lenkabbau, sondern es geht echt gut in die Luft. Es fährt sich super agil, es fährt sich super balanciert. Es ist ein komfortables Rad und es schafft einfach einen super Spagat aus so Agilität und Laufruhe. Das war beim Pivot wirklich richtig, richtig cool. Und wenn man trotzdem irgendwie mal eine Kurve verkackt hat oder so, der Antritt ist super schnell. Also man ist super schnell wieder auf Geschwindigkeit. Allgemein, das Bike behält seine Geschwindigkeit richtig gut. Also da ist man einfach super flott auf Geschwindigkeit, wenn man irgendwie ein bisschen pumpt, wenn man mal kurz zwischen reintritt. Und das ist insgesamt eine richtig coole Sache. Also insgesamt ein sehr gutes Fahrverhalten. Also wie schon gesagt, man steht sehr zentral im Bike, es fühlt sich richtig schön ausbalanciert an, man hat das Gefühl, schön im Bike zu stehen, was super viel Sicherheit gibt für steile, für ruppige Trails, und auch der Hinterbau tut seinen Teil dazu. Der spricht echt feinfühlig an, ist schön plush, so ein bisschen komfortabel, aber ohne dabei irgendwie zu verschwenderisch mit seinem Federweg umzugehen. Das heißt, wenn ich irgendwie Gegenhalt brauche oder so, ist es direkt da. Ich kann mit dem Pivot super krass abspringen, das geht richtig gut in die Luft, und auch so beim Pushen, dann Senken, tut es für so ein Enduro-Bike von dem Kaliber richtig viel Speed generieren, und das ist insgesamt echt eine coole Kombination. Also es liegt einerseits schön satt auf der Strecke, man fühlt sich sehr balanciert, man hat viel Traktion, es geht richtig gut um Kurven, aber es ist auch agil. Also dieser Kompromiss aus Laufruhe und Agilität hat uns beim Firebird echt richtig gut gefallen. Was besonders cool ist, auch wenn man mal eine Sektion verkackt hat, ist das Bike super schnell wieder auf Speed. Also der Antritt vom Firebird ist echt nicht auf Trailbike-Niveau, aber für so ein Race-Enduro-Bike richtig schnell. Also es ist auf keinen Fall irgendwie ein behäbiges Bike. Und das zeichnet sich auch so im direkten Vergleich mit den anderen Bikes wieder. Das Lapierre Spicy mit dem High Pivot. Das ist insgesamt eine ganze Spur träger, klebt ein bisschen mehr am Boden, hat natürlich auch noch ein bisschen mehr so ein Bügelverhalten wie das Pivot, aber da verliert man halt auf flachen dann schon richtig Meter. Ein bisschen vergleichbar ist es mit dem Transition Sentinel, was allerdings bei Weitem nicht so satt und komfortabel und ruhig auf dem Trail liegt wie das Pivot, aber es auch ziemlich poppy und spaßig zu fahren ist. Und im direkten Vergleich mit dem Scott ist das Pivot eigentlich so auf einer Ebene, wobei das Scott Ransom so in ein paar Sachen so einen Tick feinfühliger anspricht, gleichzeitig aber noch ein bisschen, ich würde nicht sagen straff, aber noch ein bisschen kontrollierter insgesamt arbeitet. Doch was heißt das jetzt unterm Strich? Das Pivot ist ein richtig cooles Enduro-Bike, was den Kompromiss aus Laufruhe und Agilität richtig gut hinkriegt. Man hat mit dem Bike auch auf flowigeren Trails richtig viel Spaß, weil es einfach schön direkt und sich verspielt fährt. Aber auch wenn es richtig scheppert, ist einfach die Laufruhe da und der Komfort, und es fühlt sich plush an. Also es macht richtig Bock. Außerdem gibt es super viele Pivot-typisch schicke Details. Also du hast einen geilen Kettenstrebenschutz, du hast einen Sägindikator dran. Einfach coole Sachen, die es einfach spaßig machen, mit dem Bike zu arbeiten, mit dem Bike zu fahren. Was sinnvoll ist, du hast super viele Einstellmöglichkeiten. Das finde ich auch immer echt cool, wenn man das machen kann. Und auch bergauf geht's echt gut. Also es ist ein Enduro-Bike, was man auch echt gut treten kann. Was allerdings so auf der Negativseite ist, ich habe es bis jetzt nicht erwähnt, aber viele wissen es bestimmt, Pivot hat einen eigenen Achsstandard hinten drin, den Superboost-Achsstandard, also eine echt breitere Hinterradnabe als bei allen anderen gängigen Enduro-Bikes, was so ein bisschen bessere Steifigkeit und Laufradstabilität bieten soll. Aber im Endeffekt in der Praxis für uns ist es einfach nur nervig, weil ich nicht Laufräder von anderen Bikes, von alten Bikes nehmen kann. Und das ist so ein bisschen auf jeden Fall ein Nachteil beim Pivot Firebird. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Pivot Firebird, zu unserem Enduro-Vergleichstest oder zu sonst irgendwas habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Außerdem, wenn es Anregungen gibt, sind wir gerne offen dafür. Außerdem verlinken wir natürlich den ausführlichen geschriebenen Test auf MTB News. Und Ende der Woche gibt es noch ein großes Vergleichsvideo, wo wir noch mal ein bisschen mehr auf die Unterschiede zwischen den ganzen Enduro-Bikes eingehen.